Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Im heutigen Unboxing geht es um die Yamaha YZR M1 aus der Saison 2009 von Tamiya. Und wie gewohnt gibt es heute wieder ein paar Fakten zum Original und zum Modell und natürlich kommt der Packungsinhalt nicht zu kurz. Also, bis gleich! Die Yamaha YZR M1 oder auch kurz M1 genannt, ist wohl eines der bekanntesten Rennmaschinen der Welt. Valentino Rossi wurde auf ihr 4-mal Weltmeister und genau dieser Valentino Rossi war es auch, der an der Weiterentwicklung des Bikes beteiligt war und somit Yamaha nicht nur fahrerisch unterstützt hat. Entwickelt wurde die M1 nämlich bereits schon 2002. Damals lag man hinter Honda und Ducati zurück und wollte unbedingt wieder Weltmeister werden. Im ersten Jahr verlief es noch nicht so rosig, aber es waren nur 2 Siege zu verzeichnen, doch schon ab 2004, da gab es den ersten Fahrerweltmeistertitel zu bejubeln. Die erfolgreichste Periode dieser Rennmaschine war dann schließlich 2008 bis 2010 und in diesen 3 Jahren gewann man jeweils die Fahrer- und die Konstrukteursweltmeisterschaft. Die M1 hat also eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich und ist bis heute im Einsatz. Auch der Bausatz von Tamiya hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Das erste Modell zu einer M1 kam 2004 auf den Markt und dieser Kit hier, das ist eine Neuentwicklung aus dem Jahr 2011 und der ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Es wundert daher auch nicht, dass man den heute nur sehr schwer bekommt. Ich selber habe diesen Bausatz erst kürzlich ersteigert und bin sehr froh, dass der Verkäufer einen vernünftigen Preis dafür verlangt hat. Man muss leider sagen, im Netz kursieren Preise um die 300 €, beziehungsweise habe ich ihn in der Schweiz auch schon teurer gesehen. Und daher mein Hinweis, lasst bitte die Finger von solchen Mondpreisen, das ist reine Abzocke. Es ergibt sich sicherlich mal die Chance und da muss man halt zugreifen. Meine Schmerzgrenze waren bei dem Modell 100 Franken. Es ist ein bisschen drüber gegangen, aber mehr war ich dann auch nicht willig zu bezahlen. Ja, aber warum ist jetzt dieser Bausatz so begehrt? Tja, da müssen wir erst einen Blick in die Schachtel werfen und das machen wir auch jetzt. So, dann schauen wir doch mal, was in der Schachtel alles so drinnen steckt. Und bevor ich da zu einem ganz besonderen Schmankerl komme, gibt es wie gewohnt einmal die Bauanleitung. Diese hat 12 Seiten, ist geheftet und bietet in 25 Bauabschnitten eigentlich alles, was das Modell Bauherz begehrt. Hat man schon mal ein Motorrad von Tamiya baut, dann fühlt man sich da eigentlich gleich wie zu Hause und lässt eigentlich keine Fragen offen. Was natürlich bei so Bauanleitungen immer wichtig ist, vorher natürlich studieren, durchschauen, und dann drauf losbauen. Aber eben bei Motorrädern, bei Tamiya, kommt man da relativ gut durch. Dann liegt dem Ganzen noch ein bisschen Hintergrundinformation dazu, in Japanisch und anderen Sprachen. Und dann haben wir da noch die Deckalanleitung. Und wie man da schön sehen kann, wir haben die Möglichkeit zwischen der Nummer 46 und der Nummer 99. Und ja, ich nehme an, die meisten von euch kaufen sich das Modell sicher wegen der Nummer 46. Ja, aber das ist eine Geschmackssache. Ja. Aber da auch, man sieht es, sehr umfangreich das Ganze und schön gemacht. Ja, und jetzt kommen wir zum versprochenen Schmankerl. Das ist ganz toll, das hat mich selber aus den Socken gehauen. Wir haben da ein A4-Blatt mit Bildern vom Original. Das ist doppelseitig. Und sowas finde ich jetzt zum Beispiel nicht selbstverständlich.
wenn sowas dabei liegt. Das ist echt cool und wertet so ein Kit natürlich ziemlich auf. Was cool ist da an dem Ganzen, ist, dass man mal sieht, worüber das Carbon hinkommt. Das ist schon mal super. Und was auch super ist, dass wir da die Krümmer haben und einen Auspuff halt, da auch natürlich. Und da sieht man schon mal, wie der von der Hitzeeinwirkung verfärbt ist. Und dann hat man da ungefähr eine Richtlinie, wie man das dann im Modell darstellen will. Da muss ich sagen, großes Bravo an Tamiya. Und von mir aus könnt ihr was in jedem Bausatz, egal welcher Hersteller, könnt ihr was dabei liegen. Da ist mir dann ein Wert, dass ich dann vielleicht 1, 2, 3 Euro mehr zahle. Aber wenn sowas dabei ist, das wertet schon massiv auf. Also das ist echt cool und ja, wird bei mir sicher nicht verschwinden. Das hebe ich mir auch auf, wenn das Modell dann fertig ist. Also das ist schon cool. Jo. Aber dann kommen wir doch mal zu den Gussästen. Wir haben insgesamt 2 weiße, einen grauen, einen schwarzen, einen Klarteilgussast und dann ist noch ein Säckchen dabei mit Reifenschrauben und sonstigen Glimsbims. Und anfangen möchte ich aber mit den weißen Gussästen. So, da ist der erste und ich zoome euch da wieder mal rein. So, ein bisschen schief heute. Und was jetzt da am ersten Blick auffällt, und ich hoffe, euch fällt das auch auf oder man sieht das im Video oder das kommt rüber, dass wir da einfach ganz großes Kino haben. Wir haben klare Strukturen, wir haben saubere Details, wir haben keine Fischhäute, wir haben keine Grate, die man irgendwie verschleifen muss. Und wenn wir Auswurfmarken haben, wenn überhaupt welche da sind, dann sitzen die so, dass die dann auf der Hinterseite sind oder in späterer Folge dann verschwinden. Das traue ich mir jetzt mal so zum Sagen. Erstens mal, weil ich mir die Bauanleitung schon ein bisschen angeschaut habe und studiert habe. Und wenn man schon mal ein Spike von Tamiya gebaut hat, dann weiß man ja ungefähr, welche Teile wie wo drankommen. Und dann kann man da schon erste Beurteilung abgeben. Aber ja, ich hoffe, dass man das im Video gut sieht, dass das wirklich Teile sind, da fallen einem die Augen raus. Das ist Wahnsinn. Ja. Da nochmal die Rückseite. Auch auf der Rückseite ein paar Strukturen oder Details dran, die man nachher wahrscheinlich nicht mehr sieht. Aber da ist wirklich, Hut ab. Das ist super. Dann kommen wir mal zum zweiten Gussast. Das ist nämlich der da. Eigentlich ist es noch den weißen, den ich euch gerade gezeigt habe, der hat die Kennzeichnung A und das gehört eigentlich auch noch zum A, also eigentlich ist ein Ding, wo irgendwo da dran war wahrscheinlich und dann aber separat verpackt worden ist. Also der ist wirklich separat in einer Plastiktüte drin und da auch super Qualität, kann man nichts bemängeln. Wir haben da ganz feine Linien drauf. Das ist aber nicht zum Wegschleifen. Achtung, Vorsicht. Das ist eigentlich schon der Indikator, wo man nachher dann maskieren muss. Also das hat Tamiya bei einigen ihrer Modelle, wo es zweifarbige Lackierungen gibt, haben die das drauf. Und das ist auch immer super. Mir ist es leider am Anfang passiert, unwissentlich. Ich habe das weggeschliffen und ich dachte, das muss weg. Aber sowas nicht wegschleifen. Erst wenn man sich wirklich 100% sicher ist, dass das nichts mit Maskieren oder mit dem Modell selber zu tun hat. Aber da auch wieder ganz tolles Teil. Jo, dann gehen wir zum grauen Gussast über. Und da brauche ich da wieder mein weißes Blatt Papier. Es ist immer das gleiche, falls ihr euch fragt. Ist noch nicht austauscht worden. Und im grauen Gussast, mal schauen, wie es da mit dem Schatten, da ist es ein bisschen besser. Im grauen Gussast, da haben wir dann, jetzt haben wir einen Auspuff, wir haben Motor, wir haben die Hinterradbremse drauf,
wir haben diverse Kleinteile. Der Rennständer ist dabei. Ja, also wirklich toll. Und ja, wenn ich zoome nur ein bisschen mehr rein da, dass ihr da mal den Motor seht. Und am Anfang vom Motor sieht man schon die Detailverliebtheit von dem Modell. Also das ganze Ding ist ja in 1:12, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe. Schlag's mir bitte, wenn es nicht stimmt. Ja. 1:12, Entschuldigung. Und ja, das ist schon super fein. Also da ist ganz toll. Und was ich bei diesen Bikes immer super finde, und das kann ich mir da auch jetzt gut vorstellen, wenn man dann den Motor zusammengeklebt hat, dass man dann die Übergänge nachher überhaupt nicht mehr sieht und dann wirkt das Ganze wie aus einem Guss. Also das ist immer super bei diesen Maschinen, speziell jetzt da von Tamiya, dass das nachher sehr komplex ausschaut, obwohl es eigentlich gar nicht so komplex ist. Ja. Eine andere Sache haben wir da noch. Wir haben ja da die Hinterradbremse. Und bei denen sieht man, da sind die Löcher nur angedeutet. Jetzt kann man da mit einem Wasch arbeiten, aber ich bin eher einer, der bevorzugt das aufgebohrt. Da braucht man dann wirklich einen ganz feinen Bohrer. Bohrt man auf und ja, eventuell schleift man dann diese Bremsscheibe ein bisschen dünner. Die ist ja, also herstellungsbedingt ein bisschen zu dick. Ja, aber es gibt ja auch Detailsets zu dem Ganzen dazu, aber zu dem später mehr. Jo, und dann haben wir nur den schwarzen Gussast. Das ist der letzte. Also ihr seht, es ist relativ übersichtlich das Ganze. Und der schwarze Gussast, der hat dann nur die restliche Aufhängung drauf. Vorderradbremse, die haben wir da. Die sind bei den Rennbikes ein bisschen anders. Die sind nicht gelocht. Wir haben nur die Felgen, weitere Kleinteile, die Kette ist drauf. Und auch da, wenn man sich das auf den ersten Blick anschaut, ist es echt ordentlich. Allein schon bei den Felgen ganz eine tolle Sache. Auch da nochmal der Zoom. Das sind wirklich ganz erstens mal stabile Teile und ganz toll gemacht. Also da muss man nicht einmal mehr, reinschleifen, glaube ich, so wie es ausschaut. Ganz dezent vielleicht. Also ja, ganz cool, ganz toll. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, was mir generell bei den Gussästen gefällt, sind die feinen Angüsse. Also auch da wieder großes Kompliment an den Hersteller. Da ist dann nichts Grobes oder man muss dann nicht mehr viel wegschleifen. Das ist ganz toll. Jo, und dann schauen wir noch zu den Klarteilen. Dann kommt das wieder weg. Das bringt ja nichts. Und Klarteile, ihr wisst ja, ich packe das nie aus. Da spielt sich jetzt auf diesem Gussast nicht so viel ab. Wir haben da die Scheibe drauf und da ganz toll, keine Kratzer, kein Grat, nichts drauf, wo man irgendwie beachten muss. Und dann haben wir da noch die Räder vom Rennständer. Ja. Alles sehr sauber ausgeführt. Ja, ganz toll. Auch bei der Scheibe ist der Anguss, ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd zum zeigen, aber der ist ganz vorn bei so einer kleinen Noppe, die man dann quasi, wo man die Scheibe reinklickt. Das heißt, man kann die Scheibe eigentlich gar nicht kaputt machen durch den Anguss. Wenn man da was wegzwickt oder so, passiert ja ab und zu, aber da kann das nicht passieren. So, jetzt kommen wir zu den letzten Sachen im Karton, der ist ja schon relativ leer. Und da haben wir nur dieses Säckchen, wo ich am Anfang erwähnt habe. Da sind die Reifen drin, ihr seht, wir haben da schöne Slickreifen drinnen. Wir haben diverse Schrauben und den obligatorischen Schraubenzieher da. Ja, von dem habe ich jetzt glaube ich schon eine Sammlung. Der ist halt wirklich bei jedem Bausatz, wo man was verschrauben muss bei Tamiya, ist der dabei. Ja, da kann man dann vielleicht einmal
ein Museum aufmachen, ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch den Dekolbogen. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, ehrlich gesagt, weil ich habe den Bausatz ja gebraucht gekauft, also der war nicht neu. Aber der Vorbesitzer, der hat den sehr gut gelagert, so wie es ausschaut. Und daher schauen die Decals auch noch richtig gut aus. Ja, da herzlichen Dank. Und ja, das ist ganz toll. Also da habe ich echt ein bisschen Schiss gehabt, weil man nicht weiß, das Modell ist auch schon 10 Jahre alt. Da kann es schon mal passieren, dass die Decals nicht mehr so, ja, nicht mehr so frisch sind. Aber da ist das, war die Angst dann ja, nicht gerechtfertigt. Dann liegen noch dem Bausatz Logo-Sticker bei für Yamaha. So, haben wir noch Logo-Sticker für Yamaha und dann noch für die Reifen. Das sind da die, wo man nass machen muss und so. Und dann haben wir noch einen kleinen Bogen mit Maskierfolie. Man hat ja wie gesagt zweifarbige Lackierung. Da gibt es da wieder zum Maskieren. Und ja, das ist halt wieder Tamiya typisch. Nicht vorgeschnitten, das heißt mit einer scharfen Klinge oder einer feinen Schere herausarbeiten und dann pfeift es aber. Jo, das wäre jetzt einmal der Inhalt dieses Bausatzes. Mein Fazit bisher, ja, da kann man aus der Box schon ein richtig tolles Modell bauen. Wertet natürlich die eigene Motorradsammlung gewaltig auf. Wer jetzt aber noch eines drauflegen möchte, es gibt da noch dieses Front-Fork-Set zu kaufen. Das hat Tamiya bei fast allen ihren Bikes, gibt es das separat zum dazu kaufen. Da hat man, wie der Name schon sagt, eben die Vorderradgabeln dabei, dann ist da nochmal die Feder, die ist schon lackiert, im Bausatz ist sie schwarz und ja, da die Lüftungsgitter. Das Beigemüse ist immer ein bisschen anders, bei manchen ist ein bisschen mehr dabei, bei manchen weniger. Ja. Wertet das Modell extrem auf, war jetzt da bei meinem Kauf schon dabei. Auch nochmal danke an den Vorbesitzer, der wirklich zu einem sehr fairen Preis das Ganze verkauft hat. Ja. Wer jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen möchte, oder spinnt, so wie ich, es gibt noch diverse Detailsets zu dem ganzen Bike. Und bei mir, ich habe mir welche besorgt von Top Studio. Die habe ich aber noch nicht, sonst hätte ich euch die auch da gern gezeigt. Die kriege ich dann erst Anfang Oktober. Aber ich verlinke euch in der Videobeschreibung gern die Seite zu Scalemates. Da könnt ihr dann auch schauen, was es da für Zubehörsachen noch gibt. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Und ja, wie gesagt, wer sich diesen Bausatz besorgen möchte, der muss halt im Internet ein bisschen recherchieren. Und nochmal Achtung, bitte keine Mondpreise bezahlen. Das nützt keinem was. Und ja, ich freue mich dann wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!